Es trägt den Titel Freiheit und erscheint gleichzeitig in mehr als 30 Ländern. 3 Jahre nach dem Ausscheiden aus der Politik stellt die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel heute ihre Memoiren vor. Ja, geschrieben hat sie das gut 700 Seiten starke Buch zusammen mit ihrer langjährigen Vertrauten Beate Baumann. Und bereits im Vorfeld sorgte das Buch natürlich für Furore. Und Matthias Heinrich, der hat sich mal die ersten Reaktionen dazu angesehen. 700 Seiten Rückblick auf Politik und Leben, das Manuskript gehütet wie ein Augapfel. Heute wird der Vorhang gelüftet. 700 Seiten, die wohl zeitweise einem Rechenschaftsbericht gleichen, prall gefüllt mit Daten, Fakten und Personen. Aber sie hat wahrscheinlich so viele interessante Menschen kennengelernt in ihrer Zeit, in den 16 Jahren, wie fast niemand anderes. Also 3 US-Präsidenten, 2 Päpste, das gesamte Who is Who der europäischen Politik. Aber es ist überhaupt nichts in dem Buch, was interessant wäre. Also sie hat überhaupt keine Beobachtungsgabe. Also sie hat keine Sprache, keinen Gedanken, keine Beobachtung. Außer eben, und das ist das Fazit, ich hatte recht. 16 Jahre regierte Angela Merkel Deutschland aus dem Kanzleramt. Merkel selber beim Abschied vor 3 Jahren über diese Zeit in ihrer Abschiedsrede. Die 16 Jahre als Bundeskanzlerin waren ereignisreiche und oft sehr herausfordernde Jahre. Sie haben mich politisch und menschlich gefordert. Und zugleich haben sie mich immer auch erfüllt. Im Rückblick gilt Angela Merkel vielen als eine Enttäuschung, gar Versagerin, die Deutschland in die Krise führte. Auf der Straße spiegelt sich das wider. Ich glaube, ihre Ruhe, das hat viel Eindruck bei mir hinterlassen. 16 Jahre regiert, ja, und in den 16 Jahren hat sie viele Probleme ausgesessen. Nee, die vermissen wir nicht, nee. Schon verdrängt, die Deutschen wählten Merkel 4-mal und mit ihr ganze Ministerriegen, die Mitverantwortung trugen. Merkel meisterte die Euro-Krise. Sorgenkind Griechenland zahlt heute seine Schulden schneller zurück als erwartet. Die Migrationskrise 2015, der Gipfel einer Entwicklung, die nicht nur Merkel nicht erkannte oder sehen wollte. Putin ist der Mann, den die Kanzlerin richtig einschätzte, nutzt er doch Schwächen wie ihre Hundephobie eiskalt aus. Jederzeit bereit auszuteilen, Machtspiele mit Hund und andere auf sich warten lassen, inklusive, so Merkel. Trotz Warnungen der Verbündeten fixte Merkel Deutschland mit der russischen Nadel namens Nord Stream an. War immerhin nach der Annexion der Krim durch Russland. Was meint Merkel? Natürlich hätte man die bauen müssen, weil sie wollte billiges Gas für die deutsche Industrie besorgen. Das andere spielte offenbar keine Rolle. Die Abhängigkeit von Russland spielte keine Rolle. Es soll laut Verlag ein weitgehend ehrliches und aufrichtiges Buch sein. Das Echo fällt hingegen zwiespältig aus.